Hallo meine Lieben, wie ihr sehen könnt, ist der 190er wieder in meiner Halle. Was in der Zwischenzeit passiert ist, erzähle ich euch und zeige ich euch gleich. Viel Spaß! Da ich es vorher nicht zu 100% genau wusste, dass man auch ohne Meister seine Verkaufsfahrzeuge selber reparieren darf, hatte ich ja den Deal mit der Meisterwerkstatt gemacht. Aber das war so umständlich und Zeitraum, so dass ich mich entschieden habe, den 190er auch ohne Vorderachse wieder hierher zu holen und den Rest hier zu machen. Das war schon eine ganz schöne Aktion, trotz meiner schönen Hilfsachse. Aber jetzt ist er wieder hier und ich kann ihn in Ruhe fertig machen. In der anderen Werkstatt haben die mir auch immer weniger Zeit zum Schrauben gelassen. Teilweise durfte ich gar nicht hin, weil keiner da war. Also alles nicht so optimal gelaufen. Natürlich ist auch was schief gegangen, hat nicht gepasst oder mir ist aufgefallen, dass ein Teil doch noch getauscht werden musste. Das Schlimmste war, wo ich den rechten Achsschenkel kaputt gedrückt habe, mit der ihrer ausgelutschten Hydraulikpresse. Hier kann man sehen. Am Anfang alles schön gerade ausgerichtet, Schalter betätigt und los ging's. Da die so alt war, kam der Kolben ein bisschen schräg und ich habe es auch nicht gleich gemerkt. Da gab es nur noch einen Knall und mein rechter Achsschenkel war am Arsch. Jetzt kann man das Radlager so reinschmeißen. Kann leider passieren. Durch den Knall kam auch ein Mitarbeiter von dem an und sagte mir, dass man bei der Presse aufpassen soll, da die nicht mehr so richtig gerade drückt. Na, schönen Dank fürs Bescheid sagen, nur leider zu spät. Das Schlimmste dabei war nicht die ganze Arbeit, die man sich damit gemacht hat. Ich habe ja alle Teile Glasperlen gestrahlt, mit Rostschutz grundiert und mit 2K Lack lackiert. Sondern, wo bekomme ich den gleichen Achsschenkel her? Ich habe über Kleinanzeigen mehrere Leute angerufen, die ein 190er Schlachtfahrzeug hatten. Aber die wollten alle nicht den Achsschenkel hergeben, weil das Fahrzeug noch rollbar sein sollte. Nach langem Telefonieren und Suchen konnte ich mir das Teil auf einem Schrottplatz ausbauen. Nur gut, dass wir da nicht filmen durften. Der Ausbau war echt ein Krimi. Letztendlich hat das alles eine Menge Zeit gekostet. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Ich will gleich eins vorweg sagen, bevor das große Geschrei losgeht. Das war bloß ein Verkaufsauto, lohnt sich nicht und. Ja, ihr habt recht. Ich habe mir auch fest vorgenommen, nur das Nötigste zu machen. Aber wenn man am Machen ist, kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel. Und wenn ich jetzt schon das gemacht habe, kann ich auch vielleicht das mitmachen. Und so geht es immer weiter, bis zum Schluss fast alles neu ist. Ich habe es wirklich versucht, nur das Nötigste zu machen. Nur ich komme einfach nicht aus meiner Haut.
Wahrscheinlich bin ich der schlechteste Autohändler Deutschlands. Aber das ist mir egal. Mir macht es riesen Spaß und ich erfreue mich am Ergebnis. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich habe zusätzlich noch die beiden Bremsleitungen erneuert. Dann noch den kompletten Unterboden hier hinten aufs blanke Blech abgeschliffen, mit Rostschutz eingestrichen, dann Steinschlagschutz drüber und mit Warnfarbe lackiert, damit es schön aussieht. Differential- und Antriebswellen habe ich noch nicht montiert. Dann habe ich noch alle Schlauchschellen erneuert. Die alten waren alle fast weggerostet. Den Schlauch habe ich auch erneuert. Den hat mal einer gekürzt, warum auch immer. Wahrscheinlich war der vorne ausgefranst. Den gibt es bei Mercedes auch nicht mehr neu. Den habe ich mir gebraucht gekauft. Die 4 Haltegummis habe ich auch erneuert. Die Kaderwelle habe ich auch schon fertig. Die habe ich auch glasperlengestrahlt, grundiert und mit 2K lackiert. Mittellager ist auch neu. Hier hat man einen schönen Vergleich. Das rechte Hitzeschutzblech ist schon gestrahlt und das linke noch nicht. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Den Auspuff muss ich auch noch machen. Ein Kühlergrill habe ich auch schon besorgt. Der sieht aus wie neu. Hier liegt das ganze Vorderachsgelumpe. Das kommt fast alles neu. Ich muss nur die Bremssättel und die Achsschenkel aufarbeiten. Mein Plan ist es, nächstes Wochenende den ganzen Unterboden ab hier zu strahlen, damit der ganze Rost verschwindet. Dafür habe ich mir extra so ein Sandstrahlgerät gekauft. Ich habe das Ding schon kurz ausprobiert. Das hämmert den Rost gut weg. Der Nachteil bei sowas ist natürlich der Staub. In einer Minute sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Und der feine Staub kriecht in jede Ritze. Darum ist es unmöglich, das mitzufilmen. Ich werde auch alle meine Elektrogeräte aus der Halle schaffen. Wenn ich alles grundiert und lackiert habe, sehen wir uns wieder. Dann baue ich alles wieder ein. Viele Zuschauer haben mir geschrieben, ob ich noch lebe, da keine Videos mehr kommen. Die machen sich schon Sorgen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Fürsorge. Aber mein Leben dreht sich nicht nur um YouTube. Das mache ich nur nebenbei. Wie so viele andere Dinge auch. Wenn es privat bei mir nicht passt, drehe ich keine Videos. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber das habe ich schon in so vielen Videos gesagt. Macht euch keine Sorgen. Es werden immer Videos kommen. Mal mehr, mal weniger. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Regina.